Wir sind unterwegs in Spanien und zwar in Andalusien und auf dem Weg sind wir zum Stellplatz La Siesta de la Gaviota. Über diesen Platz habe ich im letzten Jahr ja schon berichtet. Jetzt gibt es dort einige Neuigkeiten und darüber möchte ich jetzt in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Als erstes möchte ich was zur Anfahrt sagen. Und zwar habe ich jetzt eine bessere Anfahrt gefunden gegenüber die ich im ersten Video gezeigt habe. Wir sehen hier unten den roten Punkt, das ist eine Repsol-Tankstelle. Dann kommt ein Kreisverkehr und dann biegen wir rechts dort ab und dann folgen wir immer der Straße, so wie ich sie hier eingezeichnet habe. Inzwischen hat der Stellplatz auch Schilder aufgestellt und diesen Schildern braucht man im Prinzip nur folgen. Ich blende sie gleich ein. Jetzt das Ganze nochmal in Natura. Wir sehen hier auf der rechten Seite die Repsol-Tankstelle. Gleich kommt der Kreisverkehr und in diesem Kreisverkehr biegen wir rechts ab und folgen der Straße einige 100 Meter, ich würde sagen vielleicht sogar 500 Meter. Diese Anfahrt ist besonders wichtig für große Mobile und auch Mobile, die mit Anhänger fahren. Jetzt kommen wir auf die Strecke, wo ich sagte, einige 100 Meter müssen wir die fahren. Ich blende das Bild hier nochmal ein. Die Strecke geht diagonal hier durchs Bild und dann müssen wir links abbiegen. Dort gibt es dann auch ein Hinweisschild. Nur dieses Hinweisschild ist nicht so besonders gut zu sehen. Ich blende das jetzt auch mal ein. Es handelt sich um ein hellblaues Schild oder beziehungsweise hellblaue Schrift mit dieser Möwe drauf. Und hier an der Kreuzung sieht man es, so rechts in der Ecke steht es. Und hier in diese Straße müssen wir dann reinfahren. Die Schilder sind nicht so besonders gut zu erkennen, deshalb muss man so ein bisschen genau gucken, damit man die richtige Zufahrt hier findet. Google Maps und auch unser Navi wollte diese Strecke nicht nehmen, weil ein kleines Stück Straße fehlt. Dann geht es ein weiteres Mal links ab. Auch hier steht wieder ein Schild. Auch hier muss man wieder genau darauf achten, dass man es auch sieht. Wir sind das Ganze extra nochmal mit dem Fahrrad abgefahren, damit wir die Schilder auch richtig zeigen können. Jetzt geht es im Prinzip nur noch fast geradeaus. Kommt nochmal nachher so ein kleiner Schwenker, so eine kleine Kurve. Da muss man ein bisschen Acht geben, eine Kreuzung. Und dann ist man eigentlich schon fast da. Von dieser Kreuzung sind es dann nur noch 200-300 Meter. Dann hat man den Stellplatz erreicht. Auch hier sieht man wieder auf der rechten Seite eine Beschilderung. Das waren einige wichtige Hinweise zur Anfahrt zum Stellplatz. Wir kommen hier an Donnerstag, den 23. Februar auf dem Stellplatz an. Wir sind angemeldet bzw. wir haben reserviert, wissen aber noch nicht, welchen Platz wir genau bekommen. Es handelt sich bei diesem Stellplatz um einen naturbelassenen Platz. Er hat ca. 50 Parzellen. Der Boden ist Sand oder Gras. Wir waren kurz in der Rezeption, haben uns angemeldet und fahren jetzt auf unsere Parzelle. Die braucht man uns nicht mehr zeigen, denn wir waren auch im letzten Jahr hier oder in der Nähe dieses Platzes haben wir gestanden und deshalb kennen wir die ganze Geschichte hier. Ich möchte in diesem Video nicht nochmal alle Details hier vom Platz zeigen und erklären. Das habe ich ja schon in dem Video vom letzten Jahr gemacht. Hier geht es in diesem Video in erster Linie um die Erneuerung, um die Erweiterung und viele weitere Details. Die wird uns dann später die Carmen hier, die Mitarbeiterin vom Platz, genau erklären. Da wir hier circa 14 Tage bleiben wollen, richten wir uns das so gemütlich wie möglich ein hier. Dieser Stellplatz wird von den Campern sehr gut angenommen, deshalb hat man sich entschlossen, den Platz zu erweitern. Und was da jetzt genau passieren soll und wie was passieren soll, darüber spreche ich jetzt mit der Mitarbeiterin Carmen hier vom Stellplatz. Gut.
Ja, hallo Carmen. Hallo, Wir sind lieber mal Hako. wieder bei dir hier auf dem Platz. Sag uns schnell mal den Namen. Wie heißt dieser Platz? Herzlich willkommen, Hako. Ja. Das ist La Siesta de la Gaviota. Wunderbar. Ich habe ja vor etwa einem Jahr über diesen Platz berichtet, aber zwischenzeitlich hat sich noch wieder was verändert hier, sodass wir noch mal wieder ein paar Sachen zeigen Super, wollen. machen wir. Erzähl uns, Carmen, was gibt es Neues? So ein Wir bisschen. haben ja jetzt einen neuen Platz noch zusätzlich gemacht. Wollen natürlich nicht sehr viel größer werden, aber wir haben uns jetzt schon ein bisschen geändert. Wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt und gesehen, wo da die Schwachstellen waren. Wir müssen natürlich noch viel lernen. Aber generell ist es, glaube ich, eine ganz interessante neue Planung, die wir hier vorne Ja, haben. ihr habt einen neuen Bereich geschaffen Ja, und da gehen wir jetzt mal hin und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und du erzählst uns was dazu. so ist es. Ja, Carmen, jetzt sind wir auf einem Stellplatz, Campingplatz. Wo sind wir jetzt hier? Genau, das ist ganz wichtig. Also die Leute sollen bitte unbedingt wissen, dass wir auf einem Stellplatz sind. Wir sind ein Stellplatz, La Siesta de la Gaviota ist ein Stellplatz und kein Camping. Ja, Ja, aber oft werden wir- Entschuldigung, es ich wird unterbreche. Also Wohnwagen können hier nicht hin, oder doch? Hier dürfen jetzt Wohnwegen auch hierher. Ja. Ja, aber keine Zelte aufbauen. Also Ah, ja. es gibt viele, die mit ihren Wohnwegen hier stehen. Man muss autark sein im Moment auf Ja. diesem Platz. Ja, wir Es müssen gibt vielleicht auch sagen, jetzt- das ist der neue Bereich hier. Genau, das ist unser neuer Bereich, Ja. den du ja uns auch empfohlen hattest, weil wir viele Leute letztes Jahr schon wegschicken mussten und du hattest noch so freundlich gesagt, mein, stellt doch da mal ein paar Leute, so einen Platz sozusagen zum Warten. Mittlerweile steht schon richtig offiziell ein Platz für Wohnwegen auch eben, Ja, aber man muss eben autark sein im Moment. das heißt, hier gibt es keinen Strom. Im Moment nicht. Nee. Es könnte sein, dass in Zukunft, es ist jetzt einiges neu geplant, Hako, das zeige ich dir jetzt noch auch im Detail. Ja. Aber generell, ich nenne es hier die romantische Wiese, weil wir hier den Vorteil haben, dass wir uns hinstellen können. Sie können sich hinstellen, wie Sie möchten und so viel Platz benutzen, wie Sie brauchen. Ja, Ja? Also das ist ganz frei. Jetzt wurde schon einiges gebaut, weiter hinten, das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir wollen auch den ganz Großen einen speziellen Platz geben mit einem festen Boden und Ja. direkt Entsorgung am Platz. Das werden 200 Quadratmeter Plätze, also richtig große Plätze. ja. Das heißt also, wenn große Mobile 10 Meter und länger, die können hier auch Genau, stehen. wir haben jetzt Ja. auch, das zeige ich dir dann auch gleich Ja. nochmal, zwei ganz, ganz große Türen, Ja. da wo jetzt wirklich dann jeder durchkommt. Ja, dann sehe ich so im Hintergrund so kleine Holzhäuschen. Ja, Sagst du uns genau. da was bitte zu? Das kann ich dir gerne zeigen, das sieht ganz nett aus, das sind Duschen, Ja, Waschbecken und Spülbecken. Die sind Ja. alle so zusammen, das ist alles ganz aus Holz gemacht ja, und kann man benutzen. Das war am Anfang auch nur mit Solarpaneele. ja. Aber die Leute wollten auch mal früh morgens heißes Wasser und jetzt haben wir auf Gas umgestellt. Das Ja. heißt, wir können also davon ausgehen, dass von der ersten Minute an also heißes Wasser da auch dabei Ja, ist. schön, ja. Ja? Ja, jetzt können wir vielleicht noch eins sagen. Wir sind hier nicht weit entfernt vom Meer, vom Strand. Das heißt, dieses Grundstück endet nachher am Meer. Das heißt, wenn man hier jetzt weitergeht, Genau. sind wir direkt am Meer. Das heißt, man ist jetzt noch näher am Meer als vorher auf dem bestehenden Platz, den wir So den ist ihr es. im letzten Jahr eröffnet Hier habt. ist der private Zugang, direkte private Zugang für die kleine Bucht, die wir hier haben. Bucht, weil wenn das Wasser oben ist, kommt man an den Seiten nicht durch. Also es gibt keine privaten Strände hier in Spanien, aber es ist sozusagen fast privat, weil man nur hier durch Ja. zu diesem Strand kommen. Ja. Vorher war das einfach wirklich nur ein Durchgang Ja. zum Strand und da haben wir uns das jetzt eben einfallen lassen. Schön. Hako, hier spezifisch werden wir auch für 26 Tonner 4, 5 Plätze haben, damit auch die keine Probleme haben. Wir haben ja eine wunderbare riesige Tür jetzt zum Reinfahren und die könnten hier dann auch direkt entsorgen an ihrem Platz und er wird dementsprechend groß
ausgestellt, damit die sich hier eben auch wohlfühlen können. Und der Boden ist dann aus Schotter, das hast du mir wird erzählt. ganz genau. Da wird also richtig, zumindest da, wo das Auto dann steht, wird es richtig mit Schotter ausgestellt, damit sie da keine Probleme haben werden. Ja, gut. Es standen zwar schon einige ohne Schotter, da hat es kein Problem gegeben, aber jetzt nochmal zur Sicherheit, man weiß ja nicht, wenn es mal regnet oder so, dass die wirklich davon ausgehen, dass sie auch wieder nach Hause kommen. Ja, richtig. Ja, jetzt ist die Frage, wann wird das dann gemacht oder wann wird das fertig sein? Hat man da schon einen Plan genau? Es ist in Arbeit, also wenn wir jetzt dann noch mal ein Stück vorgehen für die anderen Parzellen, es wird jetzt schon viel getan. Man kann es schlecht abwägen, aber ich nehme schon mal an, dass es im August ist, das alles perfekt sauber. Das heißt also für die nächste Wintersaison auf jeden Fall die Möglichkeit, dort auch für größere Fahrzeuge da zu stehen. Ganz genau, wir hoffen, dass es bis dahin fertig ist. Das ist auch noch ein bisschen separat, aber auch ich nenne sie immer die romantischen Wiesen, die romantischen Plätze. Das heißt, man kann sich das selber ganz alleine entscheiden, wie man sich hinstellen möchte. Und ist ein bisschen separat von dem größeren Platz. Allerdings, wie gesagt, autark hier. Und die Entsorgung, die ist vorne. Ja, okay. Hier dieser Stellplatz hat auch eine eigene Entsorgung oder muss man auf den bestehenden Platz? Auf diesem Stellplatz gibt es auch eine eigene Entsorgung. Ja, okay. Mit Wasser auch. Ja. In der einen Ecke bis hierher ist eine Parzelle. Ja. Von hier bis darunter. Zweite Parzelle. Also, das sind ja riesengroße Plätze jetzt. Das sind riesengroße Plätze, wenn mehr als ein Bäumchen dann auch, weil das ist, wenn im Sommer vielleicht dann auch, müssen wir ein bisschen Schatten haben, aber wir müssen sehen, dass wir es dann im Winter dann auch schön sonnig haben. Generell ist ja hier wahnsinnige Sonne. Die Sonne geht hier auf, geht hier unter und man hat den ganzen Tag, wenn sie dann da ist, wirklich den ganzen Tag Sonne. Riesenparzellen. Das heißt, wie gesagt, hier sind es nur zwei und von hier bis zu diesem anderen Kabel dritte. Und ist das insgesamt und dann gegenüber nochmal. Ich glaube, das werden 14 Plätze, so groß dann für jeden. Und die kann man auch, das ist auch im Stellplatzbereich oder für was ist das? Das ist im Stellplatzbereich auch. Die Entsorgung ist hier direkt dabei. Man kann, hier wird man Strom auch bekommen. Entweder mit Solarpanelen für 12 Stunden dann oder dann ganz normale 220 Volt Stromanschluss. Stromanschluss. Okay. Alles klar. Jetzt wollen wir noch mal ein Camperpaar zu Wort kommen lassen. Die stehen schon länger hier in diesem neuen Bereich. Die sollen uns mal ein bisschen erzählen, wie sie das hier alles empfinden. So, ich habe hier zwei wieder getroffen, die haben wir hier im letzten Jahr schon kennengelernt. Und zwar sind das Martina und René. Und die stehen hier jetzt auf dem neuen Platzteil. Und die sollen mir mal ein bisschen was erzählen hier. Wie ist es euch ergangen und wie fühlt ihr euch wohl hier? Ja, also wir sind schon seit dem 3. Dezember hier. Also recht früh schon und recht lange. Wir sind so, also wir waren so mit die ersten hier. Ich glaube, da vorne war noch einer. Wir waren zwei. Ja, drüben war schon alles voll. Wir haben so ein bisschen, waren erst ein bisschen, ach Mensch, schade, das war, weil wir waren vorher noch drüben und jetzt sollten wir hier rüber und dann aber diese Freiheiten, die wir hier haben, diese Größe für unsere Hunde, perfekt. Ja, und also die haben auch dieses Jahr hier auch die Duschen, die Toiletten hier gemacht. Und wir sind zum Glück seit einem halben Jahr auch autark. Wir haben uns große Lithiumbatterien gekauft und haben uns auch Solarpaneele jetzt gekauft und sind dadurch wir kommen gut hin mit dem Strom auch. Der Vorgänger von dem Auto hatte uns noch einen großen Gastank verbaut. Hier stehen wir gut autark und schaust dir an, ich meine, du stehst den ganzen Tag in der Sonne. Das heißt, ihr habt hier, ist das nicht parzelliert? Genau. Martina, sag du uns da was dazu? Genau, es wird immer gesagt drüben an der Rezeption, ihr könnt euch hinstellen, wo ihr wollt. Viele übertreiben es ein bisschen und machen die Bäumchen fast platt, die hier gepflanzt worden sind, aber
trotzdem ist es super schön. Also wie gesagt, wir haben einen Riesenplatz vor uns, sind zum Glück viele Pflanzen, dass sich keiner mehr vor uns stellen kann. Daher haben wir auch den großen Platz. Ja. Ja, ist super schön. Also wenn die Sonne scheint, Paradies im Winter. Ja, okay. Und ihr wollt im nächsten Jahr auch wiederkommen? Wir werden erstmal gucken, wie die Konditionen dann werden, ob es dann für uns, wir werden das noch nicht vorbuchen, nee. Aber wir werden auf jeden Fall den Gedanken hegen, dass wir, weil es war unser zweites Zuhause, wir haben hier voriges Jahr ein Vierteljahr gestanden, hier stehen wir auch schon wieder ein Vierteljahr, wir werden übermorgen weiterfahren, wieder nach Portugal, aber wir werden sehen, also wir werden dann anrufen und gucken, wie sind die Konditionen jetzt und so. Wenn es nicht teurer geworden ist zum Beispiel, dann werden wir auf jeden Fall wieder vor allem diesen Karneval hier, der war gestern wieder wunderschön. Ja, wir sind so ein bisschen Fan davon. Ja. Wunderbar, dann danke ich euch beiden und wünsche euch weiterhin eine gute Reise. Ja, vielen Dank. Ja. Ciao. 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 Wer jetzt Preise wissen möchte hier zum Platz, der gehe bitte auf die Internetseite. Ich verlinke sie hier unter dem Text im Video. Dort könnt ihr sehen, was so ein Platz hier kostet. Ich nenne deshalb keinen Preis, weil sich Preise ja laufend verändern und dann stimmt er wieder nicht. Und das ist natürlich auch nicht gut. Ja, Carmen, das ist ja immer ein Thema Gas. Jetzt hast du mir was erzählt von Flaschen, die man hier auch bei euch kaufen kann. Erzähl uns was dazu. Ja, also wir können generell in Spanien, ist es schwierig, Gasflaschen zu bekommen. Die wollen dann immer verlangen, irgendwelche Verträge ausmachen und so weiter. Wir können gerne spanische Gasflaschen besorgen. Die meisten haben jetzt schon selber ihren Adapter dabei, hätten aber auch schon Adapter hier, damit sie dann mit Adapter und Gasflasche hier zurechtkommen. Zweimal in der Woche gehen wir immer los, das muss man nur kurz anmelden in der Rezeption. Dienstags und Donnerstags holen wir die leeren Flaschen ab und bringen sie voll wieder. Das wird auch, da gibt es keine Zusatzkosten, das kostet dann nur das Gas und da machen wir den Gefallen, dass die Leute nicht selber laufen müssen. Und es gibt dann in ungefähr 15 Kilometer eine Tankstelle, die würde eventuell eben auch diese deutschen Gasflaschen auch auffüllen. Ja, und einige haben ja auch einen Gastank, dann können die dann auch Gas tanken. Ganz genau. Mit ihrem Wohnmobil. Also das wäre ungefähr in 15 Kilometer Rothaar, kann man das alles auch machen. Ja. Hast du mir aber noch gesagt, dass auch die Möglichkeit besteht, die Flasche, wenn man sie nicht mit nach Deutschland zurücknehmen möchte, hier bei euch zu lagern, oder? Genau. Ja. Wir machen gerne den Gefallen. Manche wissen, dass sie nächstes Jahr wiederkommen oder in der Ecke sind. Können wir diese Gasflaschen für sie reservieren, hier halten und kriegen sie dann nächstes Jahr wieder. Ja, schön. Leg einfach los. Also Haco, das ist was ganz Nettes. Wir haben jetzt auch für die Leute, die so ein bisschen Spanisch lernen wollen, interaktives Spanisch. Das heißt, es wird nicht mit Grammatik, Pauken und so weiter, also so ganz locker kann man auch Spanischkurse besuchen. Das ist ganz individuell, man kann es in Gruppen machen, man kann es auch selber individuell für sich haben. Und da sind die auch, es kommt darauf an, wie lange man da ist, ob die intensiv sein sollen oder zweimal in der Woche mal eine Stunde. Spanischkurse machen viel Spaß. Ja, okay. Noch eine Sache ist neu, und zwar gibt es jetzt hier einen Hundetrainer. Und ich habe mir das mal angeschaut. Sieht ganz interessant aus. When we move, Max, hip. Okay, communication. And we can move around only where we want. There we go. There we go. And as long as that you have the right energy, the right attitude, and something that he or she wants, they will follow gladly. With an energy. Luna. Here. Good. Sit. Good. Let's. Good. Up. Boom. Boom. Okay? Here. She's getting distracted and excited. It's fine? Yeah. Okay, good. Very good, Wolfgang. Now bring her to a stop and tell her to sit. Aha! Bravo! That is beautiful. Henry, you know what we're doing, right? Zweimal im Monat lädt die Geschäftsleitung vom Platz zu einem gemütlichen Beisammensein mit einem Brunch ein. Das Ganze startet in der Mittagszeit und endet häufig erst am frühen Abend. Hoy vamos a comer boniato frito y costilla de cerdo a la barbacoa.
Hola, ¿qué tal? Hola. Os esperamos aquí, en la siesta de la gaviota. Boniatos. Ah, sí. Boniatos. Sí. Sis Kartoffeln ist Boniatos. Ah. Yes. Okay, gracias. De nada. Viva España. Hey. Gracias. Auch spanische Camper sind bei diesem kleinen Fest dabei. Jetzt hören wir noch mal rein, was Carmen noch zu berichten hat. Wir haben uns hier auch noch mal ein bisschen weitergebildet sozusagen. Wir haben jetzt schon 2 Waschmaschinen und einen Trockner und haben dann auch eine da ist schon Waschpulver mit drin. Da werde ich auch oft gefragt. Also da muss man nur 4 € reingeben und dann hat man die Wäsche. Und wir haben für unsere Haustiere, da kann man also alles was decken und so weiter für Haustiere. Das ist zwar so eine ganz normale, die ist gratis, kostenlos. Da muss man selber zwar ein Waschpulver mit reingeben, aber die dürfen die Leute gerne für ihre Haustiere benutzen. Ja. Nicht für die Haustiere natürlich, sondern für die Decken und so weiter. Ja. Ja? So, wir haben Strom hier auf dem ursprünglichen Platz. Aber es gibt da so ein leichtes Problem. Erzähl uns was. Und das sage ich ganz gerne nochmal für alle. Wir können nicht immer, gerade wenn wir so voll sind, können wir die Stabilität des Stroms nicht garantieren. Das heißt, meistens sind es die Kühlschränke, die Sorgen machen, die sich dann immer melden. Also da können wir sind da dabei, wir versuchen uns zu bessern, aber wir sind in einem rustikalen Gegend. Und da ist Strom einfach jetzt wirklich ein Problem. Das hätte ich gerne, dass die Leute das wissen. Ja? Ja. Ich würde es mal so sagen, also ich habe das selber auch und habe das messtechnisch auch schon festgestellt. Es ist so, wir haben ja normalerweise eine Spannung 230 Volt. Und diese Spannung, die geht runter bis auf 200, teilweise unter 200 Volt, sodass der Kühlschrank im Wohnmobil dann auf Gas umschaltet. Das muss man wissen, das ist nicht ständig und immer, aber es passiert schon mal. Ganz genau. So, und das ist so ein Punkt, den man wissen sollte, wenn man hier auf diesen Platz kommt. Auf jeden Fall. Ja. Auch was die Entsorgung betrifft, hat man etwas verbessert. Und zwar gibt es jetzt einen Bodeneinlass. Das heißt, es gibt ein Rohr im Boden. Dort kann man seinen Ablassschlauch einführen. Und so können Fahrzeuge wie wir, die einen Fäkalien-Festtank haben, sauber entsorgen. Dann habe ich das Thema nochmal Krankheit im Ausland bei Langzeitaufenthalt. Da habe ich einmal Informationen von der Verbraucherzentrale, das verlinke ich unter dem Video. Und dann habe ich auch noch ein Gespräch mit Carmen darüber geführt. Carmen, jetzt haben wir immer noch mal eine Frage, und zwar, man kann ja auch hier in Spanien mal krank werden oder wir als Camper können mal krank werden. Ja. Das ist alles schon passiert. Ja. Es ist mal jemand gestürzt. Oder es hat jemand eine Nierenkolik, diese Sachen passieren. Und ich begleite die Leute gerne da mit ins Krankenhaus. Ich übersetze, ich stehe denen ein bisschen bei. Also das mache ich immer gerne, weil die Leute sich dann immer ein bisschen, also zusätzlich zu dem, dass sie krank sind, dann halt mit der Sprache nicht so zurechtkommen. Das sind also Situationen, wo alle ein bisschen nervös sind. Und da bin ich immer gerne dabei gewesen und habe die Leute begleitet und habe ihnen übersetzt. Ja, wunderbar. Jetzt Frage, das können wir natürlich nicht bis ins letzte Detail oder wissen wir nicht ganz genau, wie es ist, aber du hast zumindest gesehen, dass man hier mit der deutschen Krankenkassenkarte das alles erledigen kann. Meine Erfahrung ist, dass ich in den ganzen Fällen, wo ich dieses Jahr begleitet habe, haben die mit der europäischen Krankenkassenkarte, das haben sie angegeben an Rezeption und dann wurde das anschließend hinterher in Deutschland abgerechnet mit den jeweiligen Kassen. Also die mussten kein Geld vorlegen und haben mit dieser einzigen Karte dann alles wirklich vorlegen können. Ja, okay. Genau. Wunderbar. Dankeschön. Bitte. Auch das hat Carmen mir erzählt. Sollte jemand ein Problem mit seinem Hund haben, dass er krank ist, der Tierarzt kommt hier auf den Platz. Das waren einige Informationen hier zu dem Stellplatz. Diese Informationen gelten teilweise auch für andere Stell- oder Campingplätze hier in Spanien.
Ja, das Video ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber das ist manchmal so. Ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.